Massentierhaltung, Luftverschmutzung, Plastikmüll in den Meeren. Umweltethische Themen sind heute aktueller denn je und werden in Politik und Gesellschaft kontrovers diskutiert. Doch womit beschäftigt sich die Umweltethik eigentlich ganz genau? Was bedeuten Begriffe wie Umwelt oder Natur? Und welche umweltethischen Positionen lassen sich unterscheiden? Alle Antworten hierauf erhältst du in diesem Video. Die Umweltethik bzw. ökologische Ethik gehört genauso wie die Technikethik, die Wirtschaftsethik, die Medienethik und die Wissenschaftsethik zur angewandten Ethik. Genauer noch gehört die Umweltethik innerhalb der angewandten Ethik zusammen mit der Medizinethik und der Tierethik zur Bioethik. Umweltethik ist also ein Teilbereich der Bioethik. Sie beschäftigt sich mit dem menschlichen Umgang mit der außermenschlichen Natur. Zwei Aufgaben sind hierbei besonders wichtig. Zunächst einmal klärt und präzisiert die Umweltethik Normen, Werte und Einschätzungen, die in ökologischen Debatten meist implizit bleiben, also nicht ausdrücklich benannt werden. Erst dann kann ein Diskurs über diese Normen, Werte und Einschätzungen sinnvoll geführt werden. Außerdem entwickelt und begründet sie Normen, Werte und Leitbilder des menschlichen Umgangs mit der Natur. Einige Begriffe sind besonders wichtig und grundlegend in der Umweltethik, und zwar die Begriffe Natur mit ihren Gegenbegriffen Artefakt und Kultur, Umwelt und Ökologie. Natur bezeichnet im Allgemeinen das, was nicht vom Menschen geschaffen wurde, im Gegensatz zur vom Menschen geschaffenen Kultur. Ob der Mensch selbst zur Natur gehört oder nicht, ist bereits nicht mehr gesellschaftlicher Konsens. Im ersten Fall spricht man auch von außermenschlicher oder nichtmenschlicher Natur, um auszudrücken, dass Menschen ansonsten Teil der Natur sind, wobei sich der Naturbegriff damit dem Begriff Umwelt annähert. Gegenbegriffe zu Natur sind Artefakt und Kultur. Ein Artefakt ist etwas, das vom Menschen geschaffen, also künstlich erzeugt wurde, im Gegensatz zu einem natürlichen Phänomen. Kultur bezeichnet die Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Errungenschaften wie Kenntnissen, Glaubensvorstellungen, Kunst, Moralauffassungen, Rechtsvorstellungen, Bräuchen und anderen Fähigkeiten und Sitten einer Gesellschaft. Im Gegensatz zur Natur ist Kultur alles, was vom Menschen geschaffen, künstlich erzeugt wurde, also auch die Gesamtheit der Artefakte. Umwelt bezeichnet die außermenschliche bzw. nichtmenschliche Natur. Meint man mit Natur ohnehin schon die außermenschliche bzw. nichtmenschliche Natur, gibt es keinen Unterschied zwischen den Begriffen Natur und Umwelt. So werden auch die Begriffe Naturschutz und Umweltschutz meist synonym verwendet. Die Ökologie, die Lehre vom Haushalt, ist gemäß ihrer ursprünglichen Definition eine wissenschaftliche Teildisziplin der Biologie, welche die Beziehungen von Lebewesen untereinander und zu ihrer unbelebten Umwelt erforscht. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff zunehmend auch zur Bezeichnung der Gesamtumweltsituation verwendet. Das Adjektiv ökologisch wird umgangssprachlich als Ausdruck für eine Haltung oder ein Agieren verwendet, das schonend mit Umweltressourcen umgeht. In dieser Grafik siehst du die verschiedenen umweltethischen Positionen. Diese Positionen unterscheiden sich grundsätzlich dadurch, dass sie verschiedene Arten von Lebewesen oder Seinsarten als moralische Objekte betrachten. Es geht also um die Frage, gegenüber welchen Wesen wir als moralische Akteure Pflichten haben. Der Anthropozentrismus berücksichtigt nur den Menschen, der Pathozentrismus alle empfindungsfähigen Lebewesen, der Biozentrismus alles Lebendige, der Ökozentrismus ganze Ökosysteme und der Holismus alles in der Natur existierende, also alle belebten und unbelebten Bestandteile der Natur sowie überorganische Ganzheiten. Diese einzelnen Positionen erkläre ich jeweils ausführlich in einem eigenen Video. Pathozentrismus, Biozentrismus, Ökozentrismus und Holismus lassen sich zum Physiozentrismus zusammenfassen. Der Physiozentrismus, von griechisch Physis, Natur, spricht im Gegensatz zum Anthropozentrismus nicht nur dem Menschen, sondern auch der außermenschlichen Natur einen moralischen Eigenwert zu. Wie ist deine spontane Meinung? Hältst du Umweltethik für notwendig oder für überflüssig? Schreibe deine ersten Eindrücke nach dieser kleinen Einführung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Umweltethik, wichtige Begriffe kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!